Guten Morgen, Frau Quicker. Ja, schönen guten Tag. Wir sind jetzt ungefähr 7 Monate nach Ihrer FFS und ich möchte ein paar Fragen stellen. Ja. Die erste ist, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie diese OP machen lassen wollten? Also Probleme im Großen und Ganzen leicht im Alltag, dass halt ab und zu mal noch ein paar Blicke auf mich zugekommen sind. Und ja, deshalb bin ich durch meine Freundin auf sie gekommen und habe dann doch mal diesen Schritt gewagt. Und ja, das bis jetzt, ich bin so zufrieden und es dreht sich auch keiner mal nach mir um. Und ja, es ist einfach super gelaufen bis jetzt. Also Sie sagen, Freunde haben ihn auf mich gewiesen? Ja, also ich bin durch Freunde auf sie gekommen, durchs Internet, durch meine Freundin und ja, das ist ein sehr großer Schritt für mich, aber es hat sich sehr gelohnt. Okay, Sie werden jetzt nicht mehr nachgeschaut in der Straße? Nein, und wenn nach mir geschaut wird, dann nur positiv. Schön. Sie waren dann auch bei uns im Gästehaus? Ja. Wie lange sind Sie gewesen? Wir waren 7 Tage knapp im Gästehaus. Ja. Können Sie etwas darüber erzählen? Wie war das? Ja, natürlich. Wie gesagt, allgemein die ganzen Leute, Petra, und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Das war wie zu Hause, einfach wie Familie. Und immer wieder gern und ich kann nur Positives darüber sagen. Ja, die Heilung nach dieser OP, wie lange hat das ungefähr gedauert, bis Sie wieder sozialfähig waren? Die Heilung, wir hatten die ersten 2,5 Wochen bis 3 Wochen hatte ich halt noch die Schwellungen, die typischen, das ist ja normal. Und sagen wir mal so, ich denke mal nach 2-3 Monaten definitiv waren auch die Schwellungen weg und auch die Mimik kam wieder. Und ja, also nach 2-3 Monaten war eigentlich wieder alles normal. Ja, und wann sind Sie wieder zur Arbeit zum Beispiel gegangen? Ja, zur Arbeit dann 3-4 Monate später dann. Also so lange? Ich habe mich noch etwas ausgeruht. Ah, okay, weil das wäre doch schon schneller möglich gewesen. Natürlich, es wäre auch schneller möglich gewesen, aber ich wollte mir und meinem Körper doch noch etwas Zeit geben zum Abheilen. Ja, hat es noch irgendwelche Komplikationen gegeben, unerwartete Sachen? Ja, die Komplikationen, ich hatte halt eine kleine, durch die OP am Kinn hatte ich halt einen kleinen, wie nennt sich das, haben sich halt kleine Fisteln gebildet. Und da musste ich halt im Zahnfleisch. Im Zahnfleisch, und dann musste ich halt zum Zahnarzt gehen und mir das mit einer Jodspülung 3 Wochen lang behandeln lassen. Aber das ist dann auch weggegangen und im Großen und Ganzen hatte ich keine Probleme leider. Ah ja, okay. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren, vor der OP noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, jeder, der es vorhat oder auch ich selber, gut überlegen diesen Schritt und aber auch nicht zu lang überlegen, weil wenn man halt als Frau im Alltag untergehen will, dann sind sie die richtige Anlaufstelle. Und ich kann nur jedem raten, dass sie es irgendwann über sich ergehen lassen sollten. Okay, vielen Dank für das Kompliment. Bitteschön. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns Kontakt aufnehmen möchte, wäre das in Ordnung für Sie? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Vielen Dank. Ja, bitteschön.